herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich freue mich, dass du dir mit mir meine Häkelsachen anschauen möchtest. Als kleine Info, dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags immer ein Video zu meinen Häkelprojekten. Nur so als kleine Info einfach. Ja, ich habe hier drei Sachen. Und ja, starten wir einfach mit dem hier. Ich habe hier eine ganze Kleinigkeit angefangen. Das soll eine Tasche werden, zumindest hoffe ich das, dass es das wird. Vielleicht entscheide ich mich aber auch um und mache das zu einem Kissen. Wobei, das weiß ich noch nicht. Ich tendiere eher dazu, dass das eine Tasche wird. Und zwar in Sternform. Das Ganze häkel ich hier mit der Vierernadel. Und es ist, wie gesagt, noch ganz frisch. Das habe ich gestern Abend angeschlagen. Mit Shimmer and Shine aus dem Teddy. Ups. Ist eigentlich geeignet für eine Fünfernadel. Ich habe jetzt eine Vierernadel. Ist Polyacryl und Polyester. Wegen dem Glitzerfaden auch mit dabei. Aber ich dachte, für eine Tasche ist das ganz schön. Genau. Mal schauen, wie groß ich sie mache. Auf alle Fälle so groß, dass Handy und Portemonnaie reinpassen. Und dann denke ich, wird das eine ganz süße Tasche eigentlich. Vielleicht gehe ich noch hin und überlege mir, ob ich hier dann hinten dran sozusagen wegen den Löchern, ob ich da noch so ein kleines Inlay reinmache. Aber das wird man sehen. Das weiß ich noch nicht. Ja. Das ist sozusagen das neueste Projekt. Ja, ich hoffe. Wie viele Meter haben wir denn hier drauf? Das stand doch eben da. 123 Meter. Ja, das müsste, glaube ich, reichen für so eine kleine Tasche. Genau, das ist einmal die Tasche. Die Wolle hier lässt sich auch gut häkeln, also das passt. Ist schön. Ja, und dann habe ich hier in meinen Waldtierebeutel noch das Tuch. Das häkle ich hier mit der 3,5er Nadel und auch mit zwei Wollen sozusagen. Einmal hier das Rosa. Wobei, das werde ich jetzt auslaufen lassen. Das habe ich ja jetzt zwei Knäule drin. Und so ein Knäulchen kostet 5 Euro. Also das werde ich auslaufen lassen. Denn ja, ich habe ja einen 1000 Meter Bobbel. Und dann mir da jeweils nochmal für 5 Euro was kaufen. Das mache ich nicht. Das wird jetzt so noch aufgebraucht und dann ist fertig. Damit dann stöber ich mal bei mir durch, ob ich vielleicht noch was anderes finde. Aber ich glaube auch, weil dann das Rosa hier kräftiger wird von dem Bobbel, glaube ich auch, dass das so gut aussieht. Ja, das hier ist auch ein Teddy-Garn. Hier das. Und das heißt einfach nur rosa. Es sind 200 Meter drauf. Es ist 52% Polyester und 48% Baumwolle. Genau. Und da ist schon, wie gesagt, der zweite Knäuel am Reinwandern. Und das Hauptprojekt hiervon ist mit einem Überraschungsbobbel, ist das gewesen von der Miss Pipinella, dem Etsy-Shop. Der ist dreifädig und hat ca. 1000 Meter, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Und der hatte so ein Vanille
Verlauf sozusagen von Vanille ins Rosafarbene, was ich sehr, sehr schön fand. Und der wandert da, wie gesagt, auch mit rein. Wobei ich nicht weiß, ob ich den komplett aufbrauche oder ob ich nicht in der Hälfte vielleicht auch aufhöre, je nachdem. Denn ich wollte auch mal so ein bisschen kleineres Tuch häkeln. Also weißt du, nur so ein kleines Dreieckstuch, so ein kleines Dreieckstuch, was man als kleinen Schal nehmen kann. Ja, muss ich mal schauen. Das weiß ich noch nicht. Hier sind ja die 2 Muster drin. Hier sieht man auch schön das Vanille. Und das ist jetzt hier in das Rosa übergegangen. Und wie gesagt, ich habe 2 Muster. Einmal hier dieses Muster. Und dann hier die Libelle. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich habe die eine jetzt ja auch so ein bisschen, Entschuldigung, ein bisschen versetzt gemacht. Und ich denke mal, die nächste wird auch dann versetzt zu ihr kommen, und zwar hierhin. Mal schauen. Aber ich finde, bis jetzt gefällt mir das so ganz gut mit den Libellen in der Mitte. Man hätte hier noch was hinmachen können, aber ja, ich wollte nicht zählen. Deswegen wandert da immer nur eine mit rein. Genau, das ist das Tuch einmal von vorne und einmal von hinten. Ich finde das jetzt nicht schlimm, dass das von hinten so ein bisschen anders aussieht. Ich finde trotzdem, dass das ein schönes Muster ist. Egal ob sozusagen von vorne oder von hinten. Ja. Und auch den Farbverlauf von der Wolle finde ich sehr schön. Also das zarte Vanille, was jetzt mit so einem Zartrosa in das bisschen kräftigere Rosa übergeht, finde ich persönlich sehr schön abgestimmt. Genau. Ja, das Tuch hatte ich dir das letzte Mal gezeigt. Falls du das letzte Video gesehen hast, da war ich hier. Und der Teil hier, der kam mit dazu. So, setzen wir mal den Markierer um. Und dann sieht man sozusagen immer, was ich in einer Woche gehäkelt habe. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber hier in dem Tuch, das hat richtig Spaß gemacht. Das fand ich schön. Und es ist auch super einfach zu häkeln. Also wirklich klasse. Ein schönes Muster, finde ich. Genau. Ja, und dann habe ich ja noch sozusagen das, was ein Seelenwärmer werden soll. Mal schauen. Das wohnt im kleinen Hasi-Beutel. Und das ist auch ein Garn aus dem Teddy. Das Gourmet, das hat 350 Meter. Und ich glaube, das ist aber komplett Poly. Ja, komplett Polyacryl. Ist aber sehr schön, lässt sich schön anfassen, ist wunderbar weich. Wirklich. Und davon habe ich ja, ich glaube, von dem 3 Knäuel und dann noch in Beige 2 Knäule. Und ja, da häkle ich hier einfach so weit, wie ich komme. Den Seelenwärmer häkle ich auch mit einer 3,5er Nadel. Also die Nadel teile ich mir hier für die beiden Projekte. Wobei hier, glaube ich, hatte ich auch eine Metallnadel reingepackt. Genau, ja, 3,5. Aber ich habe jetzt meistens diese hier am Wickel, weil die ganz gut in der Hand liegt. Die ist mir hier zwar ein bisschen kurz in der Hand, aber das fällt nachher nicht auf. Am Anfang stört mich das immer und dann, wenn ich am Häkeln bin, nicht mehr. Dann ist das wie vergessen, sozusagen. Ja, hier ist der Maschenmarkierer. Das war der Schlaufenmarkierer. Da habe ich noch einen.
weil ich den irgendwie nicht gesehen habe. Genau, aber das hier ist ja der Maschenmarkierer. Und da kam nur ein paar rein drüber, weil ich erst gedacht habe, ich habe einen Fehler. Und dann musste ich das erst mal, so blöd wie es klingt, aber meiner Mama zeigen. Also ich habe das dann erst meiner Mama gezeigt und habe gesagt, guck mal, ich finde, das läuft so unsymmetrisch. Da muss ich was falsch gelesen haben in der Häkelschrift. Aber sie hat auch geguckt und sagte, nein, das hast du vollkommen richtig gemacht. Das wäre alles in Ordnung. Aber trotzdem finde ich die Herzchen ein bisschen unsymmetrisch. Warum, weshalb? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Laut Häkelschrift ist alles soweit richtig. Tja. Aber gut. Das ist halt so. Manchmal stört einen was und dabei ist es vielleicht auch gar kein richtiger Fehler. Aber man selber empfindet ihn so. Ja. Aber wie gesagt, ja, das hier wird der Seelenwärmer. Ich habe die Herzen jetzt erstmal so gearbeitet. Wobei ich am Überlegen war, ob ich jetzt nochmal ein paar Reihen wahrscheinlich draufsetze und dann nebeneinander 2 Herzen auf einer Seite jeweils mal laufen lasse. Aber mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so gut sieht. Ja, denn so mit dem Herz, das gefällt mir richtig gut. Das ist, finde ich, total goldig. Und das kann man ja ganz, ganz viel auf unterschiedliche Art und Weisen einsetzen, dieses Herzchen. Und ja, was ich aber machen werde, ich werde das nicht als diese, ich glaube, das heißt Noppenmasche, sondern als, heißen die Popcorn? Sondern so, ja, als, ich glaube, es heißt Popcorn. Ich bin mir aber nicht sicher, nagel mich nicht fest. Ich werde die ein bisschen anders häkeln und zwar wie in meinem Tuch mit den Blüten in dem Tuch. So werde ich die dann anfangen zu häkeln. Ich glaube, dann kommen die ein bisschen besser zur Geltung. Ja. Aber die sind auch schön weich, also es wird nichts drücken nachher, wenn man das am Rücken hat. Also wirklich eine schöne Sache. Zu dem Tuch mache ich auf alle Fälle eine kleine Anleitung. Wenn ihr möchtet, zu der Sternentasche auch. Wobei, ich glaube, das wird wohl jeder können. Aber ja, wenn es gewünscht ist, mache ich das natürlich auf alle Fälle. Und vielleicht dann auch, wenn du möchtest, zu dem Seelenwärmer, musst du mir mal Bescheid geben. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich noch die Anleitung zu dem Top fertig bekomme. Also die wird jetzt nicht am Sonntag kommen. Die dauert noch ein bisschen, der Top. Weil ja, ich muss mir da, wollte da ja noch ein bisschen gucken, aber ich werde es jetzt einfach so sozusagen so abfilmen, wie ich ihn gehäkelt habe, das Top hier. Und dann werde ich auch dazu sagen, dass da jeder ein bisschen gucken muss, wie er das für seine Größe und für seinen Körperbau einfach hinkriegt. Genau, aber wie gesagt, der dauert noch ein bisschen. Da habe ich mich ein bisschen vorgedrückt. Ja, genau. Das sind aber sozusagen die 3 aktuellen Sachen. Und mehr ist es diese Woche nicht. Wir setzen noch hier den Maschenmarkierer um. Oder ich setze ihn um, vielmehr. Jetzt hätte ich das beinahe vergessen. Naja, wäre auch nicht schlimm. Man sieht es ja, wie weit ich war.
Ja, so schnell kann alles gehen. Ist alles ratzfatz in mancherlei Hinsicht. Genau, das war's dann auch schon von mir. Ein kurzes, knackiges Video, so nach dem Motto. In diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn du nächsten Samstag wieder mit dabei bist. Und dann bleib gesund. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns das nächste Mal. Lass gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar oder ein Smiley oder ja, was auch immer. Ich würde mich freuen. Dann mach's gut. Tschüss.